4 Spiele, 8 Mannschaften kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Es wird jetzt richtig heiß, es wird immer spannender hier in unserer WM-Prognose. Wir starten mit Deutschland gegen die Niederlande. In echt beide schon draußen, in echt natürlich ein alter Klassiker. Und es ging für die Niederländer richtig gut los. 4. Minute! Was für eine Bude von Daniel Malen. Da sah die deutsche Mannschaft nicht gut aus. Schlotterbeck und Tah. Da fehlte die Abstimmung und dann Malen mit einer super Einzelaktion legte sich noch einmal vor. Und dann der Ball vorbei ins Tor von Manuel Neuer. Und es ging aus deutscher Sicht leider nicht gut weiter. Die Niederländer sehr griffig, sehr aggressiv und mit einem gewissen Spielwitz. Reinders, ein gutes Beispiel. Sorglos verteidigt. Absolut zu viel Platz da im Strafraum. 2, 3 Deutsche, die ihn da nicht aufhalten können. Und am Ende dann das 2:0 aus schon eher spitzerem Winkel. Aber Reinders, klasse Mittelfeldspieler, von dem werden wir auch noch die nächsten Jahre einiges sehen und hören. Dann aber die Reaktion zu Beginn der zweiten Halbzeit, Minute 50, die deutsche Mannschaft wieder dran. Das 1:2, Jamal Musiala aus 11 Metern mit dem Außenriss, völlig frei, muss er natürlich reinmachen. Und dann entwickelte sich ein eher offenes Spiel, Chancen auf beiden Seiten. Wenig Mittelfeldgeplänkel, muss man sagen. Und dann in der 83. Die Erlösung. Kai Havertz mit dem 2:2. Somit ging es auch in die Verlängerung und dann auch ins Elfmeterschießen. Also es sollte die Spannung bis auf den Siedepunkt getrieben werden. Fangen wir an. Havertz, der erste Schütze gegen Verbruggen und das 1:0. Dann waren die Niederländer dran. Über Koopmeiners gegen Neuer. Auch der sicher mit ein bisschen Glück. Pfosten und Tor. Dann ging es weiter. Der nächste Schütze. Jo Kimmich gegen Verbruggen und auch er relativ souverän. Verbruggen hat die Ecke geahnt, aber da kam er natürlich nicht hin. Dann Kluivert, nächster Schütze gegen Neuer. Doch er souverän. Bislang also 4 Schützen, 4 Tore. Weiter ging es mit Florian Wirtz. Gegen seinen, Bruder. Möchte man meinen, vom Aussehen her. Verbruggen und Wirtz sehen sich sehr, sehr ähnlich. Aber auch der Ball war drinnen. Dann Martin de Roon war in der Verlängerung reingekommen. Kurz vorm Elfmeterschießen. Genau für solche Elfmeter bringst du solche Spieler rein. Dann Maxi Bayer auch. Er ist kurz vor Ende der Verlängerung reingekommen. Aber er diesmal mit dem ersten Fehlschuss. Nach links, Verbruggen ist da. Und das natürlich jetzt die Steilvorlage für die Niederländer hier in Führung zu gehen. Malen. Aber auch er kriegt den Ball nicht rein, weil wenn es drauf ankommt, dann ist er da. Manuel Neuer. Und dann Leon Goretzka, den viele auch in echt gerne gesehen hätten beim Elfmeterschießen, aber auch er hier verschoss. Und das die große Chance für die Niederländer durch Cody Gakpo. Hier in der Prognose, mit einer der stärksten Spieler. Hatte also das Halbfinale für Oranje auf dem Fuß. Gakpo gegen Neuer und Cody Gakpo verschoss. Und dann war Neuer selber dran. Ein wildes Elfmeterschießen, Spannung pur. Und der Keeper vom FC Bayern in die Mitte und Verbruggen bleibt stehen. Und jetzt war es wieder an Manuel Neuer gegen Van Dijk, die beiden Kapitäne gegenüber. Van Dijk als Innenverteidiger mit der Chance auf das Halbfinale und so war es dann auch. Schluss aus vorbei, auch in der Prognose, die deutsche Mannschaft fliegt raus gegen Oranje, gegen die Niederländer, die jetzt große Chancen haben aufs Finale. Im zweiten Spiel Portugal gegen Überraschungsviertelfinalist Kanada. Kann man nicht anders sagen. Auch in der Prognose wirklich eine Überraschungsmannschaft. Und das Spiel tat sich lange schwer, bis sich hier die ersten Chancen rausgespielt wurden. Wir sind schon eine Stunde im Spiel drinne. Bruno Fernandes und dann ging es aber los hier. Rafael Leao mit der nächsten Chance. Eine Viertelstunde vor Ende der 90 Minuten. Und auch die nächste Chance und die letzte Chance sollte auf portugiesischer Seite sein. Aber es war kein Durchkommen. Auch in der Verlängerung noch eine Chance. Die größte Chance. João Neves, was macht er denn da? Das hätte das 1:0 sein müssen. Und so gehen wir auch hier ins Elfmeterschießen rein. Wahnsinn, wie sich die Kanadier hier retteten. Guter Start für die Portugiesen. 1:0 Bruno Fernandes. Jonathan David, der Mann von Juventus Turin. Musste jetzt natürlich nachziehen. Die Kanadier waren unter Zugzwang. Aber auch er blieb ganz cool, ganz eiskalt. Dann natürlich auch er. Altmeister Cristiano Ronaldo, das lässt er sich natürlich nicht zweimal sagen. Und auch er relativ souverän den Ball unter die Latte gezimmert. Der nächste Schütze, Farin für die Kanadier. Mussten immer nachziehen, hatten immer diesen Druck. Aber er souverän nach links, Keeper in die andere Seite. Dritter Schütze der Portugiesen, João Neves, der die große Chance nicht genutzt hat. Und auch hier beim Elfmeterschießen verschoss er. Eine große Sensation bahnte sich an.
Nächster Schütze Johnston für Kanada, die zum ersten Mal in Führung gingen. Die Portugiesen jetzt natürlich unter Druck, jeden reinmachen zu müssen. Costa musste einhalten, Trincao, nächster Schütze, nächstes Tor. Aber das brachte alles nicht, solange die Kanadier immer hier trafen. La Rea, der nächste Schütze. Und auch er souverän in die Mitte. Und jetzt war schon der Druck auf Seiten der Portugiesen da. Rafael Leao musste treffen, ansonsten ist Kanada im Halbfinale. Rafael Leao, und es sollte soweit kommen. Kanada, unfassbar. Dieses Elfmeterschießen, Crépeux, der Spieler dieses Elfmeterschießens. Der erste von 3 Gastgebern zieht also überraschenderweise hier in der Prognose ins Halbfinale ein und spielt gegen die Niederländer tatsächlich um den Einzug ins Finale. Viertelfinale Nummer 3, auch sowas wie ein vorweggenommenes Finale, kann man sagen. Brasilien gegen England, 2 große Top-Fußballnationen, die auch schon eine längere Zeit auf den nächsten WM-Titel warten. Eine der beiden Mannschaften wird sich heute verabschieden und die Engländer kamen richtig gut rein mit Halbzeitpfiff. Natürlich Mr. Zuverlässig, Harry Kane, schönes Tor mit dem Außenriss. Auch ein sehr hochklassiges Spiel, nicht viele Chancen, aber viele gute Ballzirkulationen und dann auch in der zweiten Halbzeit die Brasilianer. Lucas Paqueta! Was für ein Tor, was für ein Strahl. Schöne Direktabnahme, der Ball in die Tiefe von Igor Thomas. Auch schon einige Male erfolgreich gewesen hier in der Prognose. Und Lucas Paqueta mit dem Aufsetzer von Absteiger West Ham für Jordan Pickford. 0,0 Chance, den Ball zu halten. Dann rein in die Verlängerung, 104. Minute. Die Engländer blieben drauf, blieben dran, waren das etwas aktivere Team und hatten die große Chance. Und wieder ist es Harry Kane, der zu Boden sank, er konnte es nicht fassen. Und dann ging es auch hier ins Elfmeterschießen. Also drittes Spiel, drittes Mal muss dieses Spiel im Elfmeterschießen entschieden werden. Fabinho, der erste Schütze für Brasilien. Souverän nach links, das 1:0. Dann die Engländer natürlich auch hier Mr. Zuverlässig. Harry Kane lässt er sich nichts nehmen. Souveräner Elfmeter 1:1. Dann Neymar, der auch mit von der Partie war. Von ihm war auch nicht viel zu sehen. Wird wahrscheinlich auch seine letzte WM sein. Aber hier ist er da, wenn er gebraucht wird. Der Elfmeter sitzt, 2:1. Dann nächster Schütze, Marcus Rashford gegen Alisson Becker. Und auch der sitzt. 2:2, auch hier 4 Schützen, 4 Tore. Dann der nächste Schütze für Brasilien, Rafinha, Linksfuß, Flügelflitzer, souverän geschossen. Auch hier der Ball in die Mitte. Nächster Schütze für die Engländer, Eze, bei der 21. Gegen Alisson Becker. Und er verschoss der Ball in die Mitte. Das Trauma der Engländer. Elfmeterschießen. Mateusz Cunha konnte schon die Brasilianer in Richtung Halbfinale schießen. Das 4:2. Und jetzt waren die Engländer natürlich unter Druck. Insbesondere Jude Bellingham, um das Kind mal beim Namen zu nennen, musste schon treffen. Ansonsten war es schon vorbei. Die Brasilianer hatten dann natürlich noch eine Chance, den nächsten Schützen. Bellingham traf, sehr souverän, aber musste jetzt auf Jordan Pickford. Er musste einen halten. Vinicius Junior, der Mann von Real Madrid, bringt er Brasilien weiter in Richtung Stern Nummer 6. Vinicius Junior gegen Pickford. Ausgeguckt und hinein ins Halbfinale. Brasilien zieht ein in die Runde der letzten 4. Ein souveränes Elfmeterschießen am Ende. Die Engländer scheitern wieder ein bisschen an sich selber. Elfmeterschießen ist einfach nicht ihre Sache. Hier nochmal der letzte entscheidende Elfmeter. Und für die Brasilianer am Ende große Freude. Für sie geht's weiter ins Halbfinale. Zu guter Letzt noch einer der 3 Gastgeber, USA gegen Kolumbien. Auch ein ausgeglichenes Spiel. Die Amerikaner natürlich aber getragen von ihren Fans. Gleich von Beginn an wieder richtig gut drin im Spiel. Und wieder dieser Folarin Balogun. Auch einer der Shootingstars dieser WM setzt sich durch. Auch hier in der Prognose schon einige Tore gemacht. Und gerade jetzt in der entscheidenden Phase brauchst du solche Leute, die auch entscheidende Tore machen. Und die Amerikaner nicht ganz unverdient hier mit 1:0 in Führung und die machten auch direkt weiter. Nächste Chance, die Flanke, Malik Tillman. Eine komische Flanke und ein komischer Kopfball, so eine Art Bananenflanke. Aber das sollte es dann schon gewesen sein. Zweite Halbzeit war nicht mehr viel los. Kein Gegenstemmen der Kolumbianer und die USA zieht nicht unverdient hier bei der Heim-WM ins Halbfinale. Ist also nur noch einen Schritt entfernt vom Finale. Unglaublich. Aber es ist nun mal alles möglich in so einer Prognose.
Wir haben noch 3 Spiele, dann wissen wir, wer zumindest hier in der Prognose sich den WM-Titel sichert. Holen sich die Niederländer vielleicht den allerersten WM-Titel, holt sich Brasilien Stern Nummer 6 oder gibt es ein Finale zweier Gastgeber, Kanada gegen die USA, das wäre natürlich auch sensationell. Aber nochmal, es ist eine Prognose, da ist alles möglich, es ist nichts real, da kann alles passieren. Wir haben jetzt noch 2 Halbfinalspiele, die werden auch zusammengefasst und dann haben wir das große Finale, was ich live kommentieren werde. Das ist der Fahrplan für die nächsten beiden Videos. Lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo ist ein sehr aufwendiges Projekt, es freut mich aber trotzdem und wir kommen so langsam dem großen Finale entgegen. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel, bis zu den nächsten Spielen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.